Servus, ich bin's, der Philipp aus dem Pomade-Shop Headquarter in Ottobrunn und heute geht's in die Haare anstatt in den Schnauzer und ich zeige euch die Layrite Deluxe Original Pomade. Der Stan hat schon mal ein Überblick-Video über alle Layrite-Produkte gemacht und über die Geschichte von Layrite. Layrite waren ja, wie er auch schon erklärt hat, die ersten, die die wasserbasierten Pomaden hergestellt haben, 1999, und sind ganz prominent für ihre zuckersüßen Vanillepomaden. Die haben eben diesen Cream-Soda-Duft, den der Gründer von Layrite immer mit Barbershops in Verbindung gebracht hat. Und so ist auch die hier eben mit diesem Vanille-Cream-Soda-Duft. Und man sieht, es ist halt eine typische Gelpomade, ist leicht durchsichtig und ja, hat eben diesen sehr vanilligen, süßlichen, ganz leicht würzigen Duft. Und ich habe mir die Haare frisch gewaschen, sie sind noch leicht feucht, dann funktioniert es, finde ich, immer am besten mit wasserbasierten Pomaden, wenn sie noch leicht feucht sind. Ich nehme mir eine erste Menge raus. Und es geht natürlich ganz easy, gar kein Problem. Ist halt eine wasserbasierte, eine mittelfeste bis firm wasserbasierte Pomade und dann kriegt man die Menge super leicht raus. Vielleicht eventuell ein bisschen zu viel. Ich nehme mal für den Anfang ein bisschen weniger. Hilft mir zumindest immer, wenn ich Stück für Stück alles einarbeite. Wenn ich das jetzt in den Händen verteile, sieht man auch, die Hände sehen leicht feucht aus, aber es lässt sich wunderbar verarbeiten. Und es riecht schon sehr nach Vanille Cream Soda, vor allem sehr stark nach Vanille. Und dann arbeite ich das von vorne, von hinten, überall ein. Schaue, dass es wirklich richtig gut eingearbeitet ist. Bisschen die Spitzen hoch. Ich nehme mir jetzt tatsächlich doch noch eine zweite Menge. Auch wieder so eine kleine Fingerspitze voll. Da müsst ihr einfach auch ein bisschen experimentieren, wie viel ihr braucht. Das ist immer abhängig, teilweise sogar tagesabhängig von den Haaren, was ihr eben noch im Haar habt, wie eure Haare sind, wie lang eure Haare sind. Bei meiner Länge und bei meinen sehr feinen, dünnen Haaren reichen die 2 Fingerspitzen voll. Dann nehme ich jetzt den Don Draper Kamm. Der ist schön fein, damit kann ich guten Slickback machen. Und gehe da durch. Man merkt schon so langsam, dass die Haare ein bisschen anziehen, aber es geht noch, es ist noch wunderbar, ganz easy zu verteilen und zu durchkämmen. Und heute mache ich mal keinen Seitenscheitel, sondern würde einfach mal einen Slickback machen, einen ganz klassischen. Kämme das Ganze durch. Und was ich auch immer ganz gerne nehme, ist die Baloid-Bürste. Gerade für die engen, gut angelegten Slickbacks funktioniert das wunderbar. Da hat man dann wirklich einen sehr strengen, angelegten Slickback, was ich auch ganz gerne mag. Manchmal dauert es ein bisschen, aber das kennt ihr vielleicht auch. Dann gehe ich nochmal mit den Fingern so drüber und das Ganze sitzt. Vielleicht sieht man auch, wie es noch gut glänzt. Also es sieht aus wie eine klassische wasserbasierte Pomade. Was bei wasserbasierten Pomaden natürlich über den Tag passiert ist, dass es leicht matter wird sozusagen. Also der Glanz nimmt über die Zeit ab. Nach ein paar Stunden glänzt es immer weniger. Aber gerade bei den mittelfesten, wasserbasierten Pomaden, die nicht ganz so stark anziehen, bleibt der Glanz eigentlich vorhanden. Also das Medium Shine, Medium Hold passt ganz gut. Wenn ihr das Ganze über den Tag, im Laufe des Tages, wenn ihr eine Mütze aufgesetzt habt oder den Pulli ausgezogen habt, nochmal neu stylen wollt, dann ist es zu empfehlen, dass ihr einfach ein bisschen Wasser in die Hände nimmt, die Hände leicht feucht macht, einmal durch die Haare geht und dann nochmal neu stylt. Dann aktiviert ihr sozusagen die Pomade nochmal, die wasserbasierte Pomade, und dann könnt ihr das Ganze nochmal neu stylen. Wenn ihr das ohne Wasser macht, geht es teilweise auch bei den medium wasserbasierten Pomaden besser als bei den festen, aber ihr verliert einfach Halt. Also das Ganze mit Wasser nochmal zu aktivieren hilft, dass der Halt auch nicht verloren geht. Genau, das war's von mir mit der Layrite Deluxe Original Pomade, die Vanille Cream Soda Pomade schlechthin. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus!